Hallo liebe Deutschlerner! Willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute präsentieren wir euch den 4. Teil unserer Serie über das Wohnen in Deutschland. Bisher haben wir über WGS, laute Nachbarn und die stressige Wohnungssuche gesprochen. Heute wird es ernst. Wir sprechen über den Endgegner vieler Mieter. Es ist ein stiller Feind. Er ist schwarz. Er ist hässlich. Und er ist gefährlich für die Gesundheit. Wir sprechen über Schimmel. Habt ihr schon einmal schwarze Flecken an der Wand entdeckt? Und hat euer Vermieter dann gesagt, sie lüften falsch? Das ist ein klassischer deutscher Konflikt. In dieser Geschichte begleiten wir Olena. Sie muss nicht nur gegen den Pilz an der Wand kämpfen, sondern auch gegen einen arroganten Vermieter und komplizierte Gesetze. Wenn ihr euer Deutsch auf das B2-Niveau heben wollt und euch diese realistischen Geschichten gefallen, dann abonniert bitte jetzt unseren Kanal. Aktiviert die Glocke und gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr, weiter zu wachsen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt beginnt die Geschichte von Olena und dem Schimmelkrieg. Es war ein kalter, nasser Novembertag in Hamburg. Der Regen peitschte gegen die Fensterscheiben der Altbauwohnung, in der Olena mit ihrem Mann Dimitro und ihrer 5-jährigen Tochter Mia seit 8 Monaten lebte. Die Wohnung war eigentlich ein Traum. Sie hatte hohe Decken, Stuck an den Wänden und einen alten Dielenboden, der bei jedem Schritt leise knarrte. Sie lag im Erdgeschoss, was praktisch war, aber im Winter auch ein bisschen kühler als die oberen Etagen. Olena, eine 34-jährige Architektin aus Kiew, liebte diese Wohnung. Sie hatte viel Zeit und Liebe investiert, um sie gemütlich einzurichten. Doch in den letzten Wochen hatte sich ein seltsamer Geruch in das Schlafzimmer geschlichen. Es roch mufflig. Es roch erdig, wie im Wald nach einem langen Regen, aber nicht auf die angenehme Artikel. Es war ein Geruch, der in der Nase brannte und Unbehagen auslöste. An diesem Samstagmorgen beschloss Olena, der Sache auf den Grund zu gehen. Dimitro war mit Mia auf dem Spielplatz, obwohl es nieselte. Olena nutzte die Ruhe, um im Schlafzimmer aufzuräumen. Der Geruch schien aus der Ecke hinter dem großen Kleiderschrank zu kommen. Der Schrank stand an der Außenwand, der Wand, die direkt zur kalten Straße zeigte. Olena versuchte, den schweren Schrank ein Stück von der Wand wegzuschieben. Sie drückte mit aller Kraft. Ratsch! Der Schrank bewegte sich ein paar Zentimeter. Olena nahm ihre Handytaschenlampe und leuchtete in den Spalt zwischen Schrank und Wand. Was sie sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Dort, auf der weißen Tapete, blühte das Böse. Es war nicht nur ein kleiner Fleck. Es war eine ganze Landschaft aus schwarzen, grauen und grünen Punkten. Der Schimmel zog sich von der Fußleiste bis fast zur Mitte der Wand hoch.
Er sah pelzig und feucht aus. »Oh nein«, flüsterte Olena. Sie hielt sich die Hand vor den Mund. Sie wusste sofort, was das bedeutete. Das war nicht nur Schmutz. Das war eine Gefahr für die Gesundheit ihrer Familie. Und es war der Beginn eines großen Problems. Als Dimitro und Mia zurückkamen, zog Olena ihren Mann sofort ins Schlafzimmer. »Schau dir das an«, sagte sie und leuchtete wieder hinter den Schrank. Dimitro pfiff leise durch die Zähne. »Das sieht übel aus. Das ist schwarzer Schimmel. Das ist giftig. Ich weiß«, sagte Olena besorgt. Mia hustet seit 2 Wochen nachts. Ich dachte, es wäre eine Erkältung aus dem Kindergarten. Aber vielleicht ist es das hier? Vielleicht atmet sie diese Sporen ein? Der Gedanke machte Olena wütend und ängstlich zugleich. Sie musste handeln. Sofort. Wir müssen den Vermieter informieren, sagte Dimitro. Er muss das reparieren. Das ist ein Mangel an der Mietsache. Olena nickte. Sie setzte sich an den Computer. Sie wusste, dass sie jetzt alles schriftlich machen musste. In Deutschland zählt nur das, was auf Papier steht. Sie schrieb eine E-Mail an die Hausverwaltung und an den Eigentümer, Herrn Dr. Kroll. Sehr geehrter Herr Dr. Kroll, hiermit zeige ich Ihnen einen Mangel an unserer Mietwohnung an. Im Schlafzimmer an der Außenwand hat sich großflächig Schimmel gebildet. Der Befall befindet sich hinter dem Kleiderschrank. Wir bitten um eine zeitnahe Besichtigung und Beseitigung des Schimmels, da wir uns Sorgen um die Gesundheit unserer Tochter machen. Mit freundlichen Grüßen, Olena Petrenko. Sie fügte Fotos von der schwarzen Wand hinzu. Die Fotos sahen schrecklich aus. Die Antwort kam überraschend schnell. Schon am Montagmorgen hatte Olena eine E-Mail von Herrn Dr. Kroll in ihrem Postfach. Olena öffnete sie mit Hoffnung, aber als sie den Text las, wurde ihr Gesicht rot vor Ärger. Sehr geehrte Frau Petrenko, ich habe Ihre Fotos erhalten. Schimmelbildung in Wohnungen ist in 99% der Fälle auf falsches Wohnverhalten der Mieter zurückzuführen. Wahrscheinlich lüften und heizen sie nicht ausreichend. In einer Altbauwohnung muss mehrmals täglich stoßgelüftet werden. Zudem darf kein großer Schrank an der Außenwand stehen, da die Luft dort zirkulieren muss. Ich werde mir den Schaden ansehen, aber ich weise Sie darauf hin, dass die Beseitigungskosten von Ihnen zu tragen sind, wenn Sie den Schaden verursacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Kroll. Olena starrte auf den Bildschirm. Falsches Wohnverhalten? Sie war Architektin. Sie wusste, wie Gebäude funktionierten. Sie lüftete jeden Morgen und jeden Abend. Sie heizte das Zimmer auf 20 Grad. Er gibt uns die Schuld, sagte sie zu Dimitro. Er sagt, wir sind schuld, weil wir atmen und kochen. Das ist die Standardantwort.
sagte Dimitro trocken. Das machen sie immer. Das spart Geld. Wenn wir schuld sind, müssen wir bezahlen. Wenn das Haus kaputt ist, muss er bezahlen. 2 Tage später kam Herr Dr. Kroll zur Besichtigung. Er war ein großer Mann in einem teuren beigen Mantel und trug einen Kaschmirschal. Er kam nicht allein. Er hatte einen Mann dabei, den er als Handwerker vorstellte, der aber eher wie sein Assistent wirkte. Herr Doktor. Kroll betrat das Schlafzimmer, ohne seine Schuhe auszuziehen. Er rümpfte die Nase. Ja, das riecht man, sagte er. Er schaute hinter den Schrank. Eindeutig. Kondenswasser. Die warme Luft trifft auf die kalte Wand. Kondensiert. Und weil sie den Schrank davor gestellt haben, kann die Feuchtigkeit nicht weg. Er drehte sich zu Olena um und lächelte herablassend. Frau Petrenko, wie oft lüften Sie? 2-mal täglich, antwortete Olena fest. Morgens 10 Minuten und abends 10 Minuten. Wir machen Stoßlüften. Alle Fenster ganz auf. Herr Dr. Kroll schüttelte den Kopf, als würde er mit einem Kind sprechen. Das reicht nicht. In diesem Haus müssen Sie mindestens 3- bis 4-mal täglich querlüften. Das bedeutet, Sie müssen Fenster in gegenüberliegenden Zimmern öffnen, damit ein Durchzug entsteht. Und die Heizung muss konstant laufen. Haben Sie Wäsche in der Wohnung getrocknet? Manchmal, gab Olena zu. Wir haben keinen Trockenkeller. Aha, rief Herr Dr. Kroll triumphierend. Da haben wir es. Wäsche in der Wohnung. Zu wenig Lüftung. Schrank an der Außenwand. Das ist klassisches Mieterverschulden. Olena fühlte sich in die Enge getrieben. Aber Herr Dr. Kroll, die Wand ist eiskalt. Fühlen Sie mal. Ich glaube, die Isolierung ist schlecht. Es zieht durch die Fenster. Herr Dr. Kroll ignorierte ihren Einwand. Die Bausubstanz ist einwandfrei. Das Haus steht seit 1900. Früher gab es hier keinen Schimmel. Erst seit Sie hier wohnen. Ich schlage vor, Sie entfernen den Schimmel selbst mit Spiritus und ändern Ihr Lüftungsverhalten. Ich kann Ihnen ein Merkblatt zum richtigen Heizen und Lüften geben. Er drückte ihr ein Blatt Papier in die Hand, drehte sich um und ging. Olena stand da mit dem Zettel in der Hand. Sie war wütend. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. Wir machen das nicht, sagte sie am Abend zu Dimitro. Wenn wir den Schimmel jetzt selbst wegmachen, akzeptieren wir, dass es unsere Schuld ist. Und der Schimmel wird wiederkommen. Die Wand ist das Problem, nicht wir. Was sollen wir tun? Fragte Dimitro. Einen Anwalt nehmen? Das ist teuer. Wir gehen zum Mieterverein, sagte Olena.
Meine Kollegin hat mir das empfohlen. Man zahlt einen kleinen Beitrag im Jahr. Und dafür bekommt man Rechtsberatung. Sie meldeten sich noch am selben Abend online beim Hamburger Mieterverein an. In den nächsten Wochen wurde die Situation zum Kalten Krieg. Olena kaufte ein Hygrometer. Das ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit misst. Sie führte ein Lüftungsprotokoll. Jeden Tag schrieb sie auf: 7 Uhr, 55% Luftfeuchtigkeit. Fenster geöffnet, Stoßlüften. 10 Minuten. 7 Uhr 15, 40% Luftfeuchtigkeit. Fenster geschlossen. Heizung an. 18 Uhr, 58% Luftfeuchtigkeit. Fenster geöffnet. Sie wurde fast obsessiv. Sie kontrollierte das Gerät ständig. Sie wollte beweisen, dass sie alles richtig machte. Trotzdem wuchs der Schimmel. Er kam unter der Tapete hervor. Und Mias Husten wurde schlimmer. Eines Nachts wachte Mia weinend auf. Sie bekam schlecht Luft. Olena saß an ihrem Bett und hatte Angst. Das reicht, sagte sie am nächsten Morgen. Wir warten nicht mehr. Sie bekamen einen Termin beim Mieterverein. Der Anwalt, Herr Becker, war ein freundlicher Mann mit vielen Akten auf dem Tisch. Er hörte sich Olenas Geschichte an und sah sich die Fotos und das Lüftungsprotokoll an. Gut, sagte er. Sehr gut. Das Protokoll ist Gold wert. Damit können wir beweisen, dass Sie Ihre Pflichten erfüllen. Herr Dr. Kroll sagt, die Bausubstanz ist perfekt, sagte Olena. Herr Becker lachte trocken. Vermieter sagen das immer. Aber bei einem Altbau im Erdgeschoss gibt es oft Wärmebrücken. Das sind Stellen, an denen die Wärme schneller nach außen transportiert wird. Die Wand kühlt aus. Und dort schlägt sich Wasser nieder. Egal, wie viel Sie lüften. Wenn die Wand zu kalt ist, ist es ein Baumangel. Was können wir tun? Fragte Olena. Wir schreiben einen Brief, sagte Herr Becker. Einen offiziellen Brief vom Mieterverein. Wir fordern Herrn Dr. Kroll auf, den Mangel fachgerecht zu beseitigen. Wir setzen ihm eine Frist von 2 Wochen. Und wir kündigen eine Mietminderung an. Mietminderung? Fragte Olena. Ja. Wenn die Wohnung einen Mangel hat, ist sie weniger wert. Bei Schimmel im Schlafzimmer können wir die Miete um 15 bis 20% mindern. Das tut Vermietern am meisten weh, wenn sie weniger Geld bekommen. Herr Becker diktierte den Brief. Er benutzte viele juristische Wörter, die Olena noch nie gehört hatte. Namens und im Auftrag unserer Mitglieder zeigen wir Ihnen an: Ist die Tauglichkeit der Mietsache gemindert, behalten wir uns vor, die Miete unter Vorbehalt zu zahlen. Es klang stark.
Es klang mächtig. Olena fühlte sich besser. Sie war nicht mehr allein. Sie hatte das Gesetz auf ihrer Seite. Der Brief wurde abgeschickt. Die Reaktion von Herrn Dr. Kroll war wütend. Er rief an. Frau Petrenko, was soll das? Schrie er fast ins Telefon. Warum gehen Sie zum Anwalt? Wir hätten das doch vernünftig regeln können. Jetzt drohen Sie mir mit Mietminderung. Herr Dr. Kroll, sagte Olena ruhig. Sie hatte sich vorgenommen, nicht emotional zu werden. Wir haben versucht zu reden. Sie haben gesagt, wir sind schuld. Wir haben alles getan, was Sie gesagt haben. Wir lüften 4-mal am Tag. Aber der Schimmel wächst. Meine Tochter ist krank. Wir müssen eine Lösung finden. Eine professionelle Lösung. Na schön, zischte Dr. Kroll. Wenn Sie Krieg wollen. Ich schicke einen Gutachter. Einen Bausachverständigen. Wenn der feststellt, dass es Ihr Fehler ist, zahlen Sie das Gutachten, die Sanierung und meinen Anwalt. Verstanden? Einverstanden, sagte Olena. Sie hatte Angst, aber sie vertraute auf ihr Protokoll. 2 Wochen später kam der Tag der Wahrheit. Der Gutachtertermin. Herr Dr. Kroll war da, wieder in seinem beigen Mantel, aber diesmal ohne Lächeln. Der Gutachter war ein neutraler Mann mit vielen Messgeräten. Er ging ins Schlafzimmer. Er packte seine Geräte aus. Zuerst maß er die Luftfeuchtigkeit im Raum. 48%, sagte er. Das ist ein sehr guter Wert. Sehr trocken. Olena atmete erleichtert auf. Punkt 1 für Sie. Dann nahm er ein Infrarotthermometer. Er richtete den roten Laserpunkt auf die Innenwand. 20 Grad. Okay. Dann richtete er den Laser auf die Außenwand, dort wo der Schimmel war. Er schaute auf das Display. Er runzelte die Stirn. Inna? Fragte Dr. Kroll ungeduldig. Sie heizen nicht genug. Stimmt's? Der Gutachter ignorierte ihn. Er maß an verschiedenen Stellen. Oben in der Ecke. Unten an der Leiste. Herr Dr. Kroll, sagte der Gutachter schließlich. Die Wandtemperatur beträgt hier unten in der Ecke nur 9 Grad. 9 Grad? Fragte Olena. Ja. Das ist extrem kalt. Bei einer Raumtemperatur von 20 Grad und normaler Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei etwa 12 Grad. Das bedeutet, alles, was kälter ist als 12 Grad, wird nass. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert an dieser Wand zu Wasser. Wie an einer kalten Cola-Dose im Sommer. Aber, stammelte Dr. Kroll. Es liegt nicht am Lüften.
sagte der Gutachter klar und deutlich. Die Mieter könnten den ganzen Tag lüften. Es würde nichts ändern. Die Wand ist eine massive Wärmebrücke. Die Isolierung von außen ist defekt oder nicht vorhanden. Die Feuchtigkeit kommt durch das Mauerwerk oder kondensiert wegen der Kälte. Das ist ein baulicher Mangel. Eindeutig. Es war still im Raum. Olena hörte ihr eigenes Herz klopfen. Sie hatte gewonnen. Herr Dr. Kroll war blass geworden. Er wusste, was das bedeutete. Das war keine kleine Reparatur. Das bedeutete Dämmung, Fassadenarbeiten, Trocknung. Das würde Tausende Euro kosten. Sind Sie sicher? Fragte Doktor Kroll schwach. Zu 100%, sagte der Gutachter. Ich werde das so in meinen Bericht schreiben. Der Gutachter packte seine Sachen ein. Dr. Kroll schaute Olena nicht an. Wir werden das beheben, murmelte er. Ich melde mich wegen der Termine für die Handwerker. Dann ging er schnell hinaus. Olena schloss die Tür. Sie lehnte sich mit dem Rücken dagegen und atmete tief aus. Dimitro kam aus der Küche, wo er gewartet hatte. Und? Fragte er. Es ist die Wand, sagte Olena und lächelte müde. Wir haben keine Schuld. Er muss bezahlen. Er muss alles bezahlen. Dimitro umarmte sie. Ich bin stolz auf dich. Du hast gekämpft wie eine Löwin. In den nächsten Wochen passierte viel. Handwerker kamen. Sie schlugen den Putz ab. Sie installierten Trocknungsgeräte, die laut brummten. Sie dämmten die Wand von innen, weil von außen im Winter nicht möglich war. Es war laut, staubig und stressig. Die Miete wurde für 3 Monate um 20% gemindert. Das Geld sparte Olena. Aber trotz des Sieges fühlte sich Olena in der Wohnung nicht mehr wohl. Das Vertrauen war kaputt. Der Vermieter war immer noch derselbe arrogante Mann, der sie für dumm verkauft hatte. Und der Schimmel? Wer garantierte, dass er nicht im nächsten Winter wiederkam? Und das Wichtigste, Mias Husten war zwar besser, aber Olena hatte immer noch Angst, wenn sie ihre Tochter im Schlafzimmer atmen hörte. Eines Abends, als der Staub der Baustelle sich gelegt hatte, saßen Olena und Dimitro im Wohnzimmer. Willst du hier bleiben? Fragte Dimitro. Olena schaute sich um. Sie sah den Stuck, den schönen Boden. Aber sie sah auch den Kampf und den Stress. Nein, sagte sie leise. Diese Wohnung hat ihre Unschuld verloren. Ich will nicht jeden Winter Angst haben, hinter den Schrank zu schauen. Ich will Frieden. Dann suchen wir etwas Neues, sagte Dimitro. Wir haben jetzt Zeit.
wir haben keinen Druck. 3 Monate später zogen sie aus. Sie fanden eine Neubauwohnung. Sie war teurer. Sie hatte keinen Stuck und keinen Dielenboden. Aber sie hatte eine perfekte Isolierung und eine automatische Lüftungsanlage. Bei der Wohnungsübergabe war Herr Dr. Kroll da. Er prüfte jeden Zentimeter der alten Wohnung, ob Olena etwas kaputt gemacht hatte. Er suchte nach Kratzern im Parkett. Alles in Ordnung, sagte er knapp. Sie bekommen die Kaution zurück. Danke, sagte Olena. Sie gab ihm den Schlüssel. Wissen Sie, Frau Petrenko, sagte Dr. Kroll zum Abschied. Es ist schade. Sie haben die Wohnung sehr schön eingerichtet. Olena schaute ihm direkt in die Augen. Schönheit reicht nicht, Herr Dr. Kroll, sagte sie. Das Fundament muss stimmen. Und die Luft muss sauber sein. Viel Glück mit den neuen Mietern. Sie drehte sich um und ging zum Auto, wo Dimitro und Mia warteten. Sie atmete die kalte Winterluft ein. Sie schmeckte frisch. Sie hatte den Schimmelkrieg gewonnen. Aber der größte Sieg war nicht die Mietminderung oder das Gutachten. Der größte Sieg war die Erkenntnis, dass man sich wehren kann. Dass man Rechte hat. Und dass man manchmal gehen muss, um wirklich gut zu wohnen. Ein Zuhause darf dich nicht krank machen. Ein Zuhause muss dein sicherer Ort sein. Das war die Geschichte von Olena und ihrem Kampf gegen den Schimmel. Ein Thema, das leider sehr viele Menschen betrifft. Hattet ihr auch schon mal Schimmel in der Wohnung? Wie hat euer Vermieter reagiert? Gab es Streit oder Hilfe? Und was sind eure besten Tipps gegen Feuchtigkeit? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Eure Erfahrungen helfen unserer Community. Wir hoffen, dieses Video hat euch geholfen, nicht nur Deutsch zu lernen, sondern auch eure Rechte als Mieter zu verstehen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es bitte. Und vergesst nicht zu abonnieren. Im nächsten und letzten Teil unserer Serie wird es dramatisch. Wir treffen Markus, der seit 10 Jahren in seiner Wohnung lebt und plötzlich eine Kündigung wegen Eigenbedarf bekommt. Das Level steigt auf C1. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und schimmelfrei. Tschüss.